Jola schlägt beim Fire und beim Ice einen eher Mainstream-lastigen Weg seiner Ryzen-Serie ein. Wie cool und heiß die beiden Belege sind, erfahrt ihr in diesem Review. Schon beim ersten Blick auf das Cover wird deutlich, dass Jola hier zwei moderne, die breite Masse ansprechende Belege entwickeln wollte, die das Markenimage ganz klar verjüngen sollen. Auf der einen Seite haben wir den Ryzen Fire, der sich in Sachen Obergummi übrigens augenscheinlich nicht von seinem Bruder unterscheidet. Der Schwamm fällt allerdings etwas härter aus. Preislich und vom Gewicht her gibt es aber keinen Unterschied zum Ryzen Ice. Dieser kommt auf der anderen Seite mit einem sehr griffigen und elastischen Obergummi daher. Darunter liegt ein lilafarbener, feinporiger, sehr weicher Schwamm. Ungeschnitten kommt der Belag damit auf etwa 67 Gramm und ordnet sich preislich regulär bei knapp 38 € ein. Im Dots-Test präsentiert sich der Fire mit einer mittleren Grundgeschwindigkeit und einer recht dynamischen Tempoentwicklung. Der Ice liegt da grundsätzlich im gleichen Bereich, ist in Sachen Ballanschlag aber eine gute Spur softer. Im frontalen Einkontern lässt sich der Fire kontrolliert spielen. Durch den mittelharten Ballanschlag und das mittlere Tempo lassen sich die Bälle hierbei sicher platzieren. Der Ice spielt sich dabei deutlich weicher und etwas schwammig. Auffällig ist der hohe Ballabsprung. Die lange Ballkontaktzeit kann man dazu nutzen, den Ball zu führen. Im tangentialen Topspin-Spiel braucht der Fire schon einen gewissen Krafteinsatz, um in Fahrt zu kommen. Im Moment des Schlagens weist der Belag hier eine relativ geringe Explosivität auf. Dies sorgt auf der einen Seite natürlich für Kontrolle, auf der anderen Seite aber eben für fehlende Durchschlagskraft. Die macht der Ice durch einen etwas erhöhten Katapulteffekt wieder wett und lässt sich dadurch auch schön nur mit etwas Handgelenkbewegungen spielen. Die Spin-Entwicklung ist bei beiden Varianten auf einem mittleren Niveau. Im tischnahen Blockspiel sind beide Versionen recht ordentlich beherrschbar. Generell ist die geringe Winkelanfälligkeit auffällig, was natürlich gerade Einsteigern zugutekommen sollte. Allerdings ist die leichte Schwammigkeit im Moment des Balltreffpunktes sicherlich nicht jedermanns Sache. Zudem sollte man bedenken, dass der Ball bei harten Blocks schnell bis aufs Holz durchschlägt. Das kurze Spiel über dem Tisch ist wie erwartet kein Problem. Die Bälle lassen sich kontrolliert ablegen.
Das Eröffnen gelingt mit dem Fire ohne große Mühe. Allerdings fehlt es uns persönlich erneut etwas an Explosivität. Die weiche Eröffnung auf Unterschnitt gelingt mit dem weichen Eis richtig gut. Hier fällt ein enormer Spinbogen auf, das Effet-Level ist zudem auf einem hohen Niveau. Generell ist diese Disziplin unserer Meinung nach ganz klar die Stärke des Eis. Etwas mehr erhofft hatten wir uns allerdings vom Sound, der leider nicht ganz so ausgeprägt ist, wie man es anhand der weichen Auslegung hätte erwarten können. Unser Fazit zu den beiden Belegen der Ryzen-Reihe fällt insgesamt durchaus positiv aus. Neben dem nicht ganz so hohen Preis bieten die beiden Gummis in erster Linie eine kontrollierte und eher gefühlvoll ausgerichtete Spielcharakteristik. Wer also viel Wert auf Spielspaß und Ballgefühl legt, der sollte mit dem soften Ryzen Ice glücklich werden. Wer es einen Hauch schneller und härter mag, der greift zum Ryzen Fire.